Willkommen zu unserem Video 5,5 Tipps zur Insel Madeira, was man unserer Meinung nach gesehen oder erlebt haben sollte. Zwar befinden wir uns derzeit nicht auf Madeira, auf welcher Insel wir so sind, das zeigen wir euch in einem anderen Video. Nun aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Video 5,5 Tipps zu Madeira. Tipp Nummer 1 ist ganz klar das Wandern, denn dafür ist Madeira ja schließlich bekannt. Die wohl spektakulärste Wanderung geht von einem Berggipfel zum anderen und ist der PR1. Eine weitere Wanderung steht beispielhaft für die vielen Wege entlang der Levadas. Und auch die östlichste Spitze der Insel ist sehr sehenswert. Der PR1 bietet definitiv die beeindruckendsten Ausblicke von ganz Madeira. Der lineare Wanderweg verlangt einem neben einer recht guten Kondition auch ein wenig Schwindelfreiheit ab. Insgesamt haben wir für den Hin- und Rückweg gute 5 Stunden benötigt. Die Levadas, das bekannte Wasserleitsystem von Madeira, versorgt den regenärmeren Süden mit dem Wasser aus dem Norden. Entlang der Levadas gibt es zahlreiche verschiedene, sehr schöne und recht einfache Wanderwege. Es empfiehlt sich auf jeden Fall immer eine Taschenlampe mitzunehmen, da man nicht selten auf kleine Tunnel trifft und an dessen Ende es auch schon mal recht feucht werden kann. Ganz anders wie die zahlreichen Wege der Levadas und daher hier auch extra erwähnt, ist der Weg am Ponto de São Lourenço. Die dich umgebende Landschaft bietet noch einmal einen ganz anderen Eindruck der Insel. Tipp Nummer 2 ist die Wasserwelt. Madeira liegt im Atlantik, der sich gerne von seiner rauen und frischen Seite zeigt. Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, das Meer zu genießen. So zum Beispiel am kleinen Ort Caniço de Baixo, welchen wir euch ganz nebenbei erwähnt auch empfehlen, wenn es um die Suche nach einer Unterkunft geht. Der kleine Ort hat eine schöne Promenade und bietet zahlreiche und auch sichere Einstiegsmöglichkeiten ins Meer. In unmittelbarer Umgebung befindet sich der Ponta de Oliveira, von welchem aus man den Atlantik ebenfalls genießen kann und welcher noch einmal sehr viel ruhiger ist. Porto Moniz heißt ein kleiner Ort im Nordwesten der Insel, der vor allem für seine Lavapools bekannt ist. So toben auch hier die Wellen des Atlantiks und geben zusammen mit den Felsen ein wirklich grandioses Naturschauspiel ab. Dieses Schauspiel kann man sich am besten ganz bequem aus einem der besagten Lavapools ansehen. In den Pools ist man natürlich nicht ganz alleine, denn rings um einen herum gibt es zahlreiche Fische. Und so kommen wir direkt zu einer weiteren Empfehlung unsererseits, wenn es um die Wasserwelt Madeiras geht. Schaut euch die Welt der Fische bei einem Tauchgang doch einmal näher an. Von kleinen Haien bis hin zu Schildkröten kann man hier sehr viel entdecken.
Dabei müssen es nicht einmal die großen Tiere sein, die einen begeistern können, sondern vielmehr auch die ganz kleinen, die sich einem erst beim genaueren Hinsehen zeigen. Madeira hat somit auch unter Wasser wirklich viel zu bieten. Hoch hinaus geht unser Tipp Nummer 3. Funchal, die wirklich wunderschöne Hauptstadt der Insel. Mit über 110.000 Einwohnern beherbergt Funchal beinahe die Hälfte der gesamten Bevölkerung Madeiras. Sehr bekannt und sehenswert ist der Hafen von Madeira. Weitere Infos sowohl über den Hafen und seine Bedeutung und auch zu allen anderen Zielen der Insel zeigen wir euch übrigens in unserem 30-minütigen Film über Madeira. Definitiv besuchen sollte man die Markthalle der Stadt, allein schon um die zahlreichen Früchte einmal zu probieren. Etwas oberhalb der Stadt liegt Monte. Hier findet sich neben dem Botanischen Garten vor allem die Abfahrtsstation zur legendären Korbschlittenfahrt. Was es damit auf sich hat? Auch dazu mehr in unserem Madeira-Video. Aber eins sei verraten, es macht mega viel Spaß. Mit Tipp Nummer 4 bleiben wir noch kurz in der Hauptstadt. Denn unser 4. Tipp heißt Seilbahn fahren. In Funchal bringt einen die Seilbahn in nur 15 Minuten in die eben gezeigte Ortschaft Monte. Während man einen Höhenunterschied von 580 Meter überwindet, kann man die Aussicht über die Stadt genießen. Aber nicht nur in Funchal, sondern gefühlt überall auf Madeira gibt es immer wieder kleinere Seilbahnen, die einen schneller ans Ziel bringen oder die gar die einzige Möglichkeit sind, um sein Ziel zu erreichen, so wie hier am Faja dos Padres. Tipp Nummer 5 ist eine Besonderheit. Der sich im Süden der Insel befindliche Cabo Guirao ist Europas höchste Klippe und definitiv ein Must-See auf Madeira. Ob nun 580 Meter in die Tiefe oder der Blick in die Ferne, die Aussicht am Cabo Guirao ist einfach besonders. Und besonders großartig finden wir die ganze Insel Madeira, die natürlich noch so viel mehr zu bieten hat wie unsere 5 Tipps. Ach ja, und Tipp Nummer 5,5 heißt Zeit nehmen. Madeira ist keine Insel, die man schnell in einer Woche besucht. Wir empfehlen mindestens 2, besser sogar 3 Wochen. Denn so hast du wirklich Zeit, diese traumhafte Insel in allen Facetten zu entdecken. Und nun wünschen wir dir jetzt schon ganz viel Spaß bei deinem Abenteuer auf Madeira.